Hi Leute, willkommen zu Drang mir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, ja, der Wunsch ist zwar erst vor kurzem geäußert worden, aber ich werde jetzt einfach mal eine Flamberge bauen. Für den, der es nicht kennt, ich guck mal, dass ich hier so irgendwo ein Bild da so irgendwo mal einblende. Also im Endeffekt ist das ein Biedenhänder, ein größerer mit einer bisschen eigenwilligen, gewellten Klingenform. Sage ich jetzt mal so. Bin momentan an einem relativ großen Teil dran, aber das ist für das Video nicht so toll. Ich muss immer noch gucken, dass ich hier im Keller mal ein bisschen umbaue, aber da habe ich noch nicht so den Nerv für gehabt. Dass ich auch mal so was an die 2 Meter bauen kann und dann hier auch ein Video zu machen. Aber dafür muss ich wirklich eine größere Arbeitsplatte und alles mir hier reinmachen. Das ist alles nicht so toll hier. Ja, aber ist ja egal. Aber ich werde jetzt das Ding in einer ein bisschen kleineren Version bauen, da ich hier noch ein bisschen halbwegs handeln kann, damit man wenigstens ein bisschen was sieht. Und zwar werde ich dann der Einfachheit halber und auch, da das relativ günstig, sage ich mal, ist, 1,50 Meter Kernstab benutzen. Bei dem etwas größeren, was ich jetzt am Bauen bin, wird es so 1,80 Meter, 1,90 Meter ungefähr werden. Für den ich das mache, der ist so ein bisschen größer. Aber das ist halt mit einem runden Kernstab und so 1,80 Meter, 90, das ist ja, naja, ihr kennt es ja noch, wo ich diesen Kriegshammer gemacht habe, wo der Wanderfalken mich gebeten haben, da mal ein Video zu machen. Das war schon ziemlich ein Krampf hier, das Ding immer so vor der Kamera so hin und her, das war nicht so toll. Wie gesagt, ich muss mir da mal was einfallen lassen. Vielleicht werde ich wirklich mir mal hier so eine Arbeitsplatte, eine längere rein, obwohl ich dann nicht weiß, wie ich hier drum rumkommen soll. Dann muss ich wahrscheinlich über der Arbeitsplatte krabbeln. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall wird das jetzt, ich denke mal, wieder ein Zweiteiler werden. Im ersten werde ich dann wieder den Rohling, im zweiten wieder pinseln, ne? Und das Ganze dann hübsch machen. Wie gesagt, mal gucken. Das ist jetzt dann für dieses Jahr das erste Projekt, was ich wieder mache. Ich habe noch einige Jahre in Planung, wie der ein oder andere, der das Neujahrsvideo gesehen hat, ja schon mitgekriegt hat. Ja, dann würde ich sagen, mal genug geredet. Dann fangen wir jetzt an, das erste Video für das neue Jahr. Ich hoffe, das interessiert euch oder den einen oder anderen. Bleibt dran, wir sehen uns. Ja, Leute, wie alles wieder anfängt, ne? Erstmal wieder mit einer Schablone. Dafür habe ich wieder Pappe genommen. So ungefähr so grob eine Form. Da gibt es hier verschiedene Flambergenformen. Manche, die sind ja ein bisschen extremer gewellt, ne? Also wirklich nur so ein Stück. Andere, die haben eine Spitze, die sieht aus, als wenn sie total verbogen ist. Ich habe jetzt einfach mal eine relativ, also eine schlängelnde Form genommen, ne? Kann man natürlich alles Mögliche nehmen. Guckt einfach bei Google, da findet man ja alles Mögliche an Formen, was man da so ungefähr nehmen kann. Dann habe ich noch, weil die Matten, die ich ja nutze, meistens nur 1 Meter lang sind, habe ich das Ding jetzt ungefähr auf, ich glaube, 90 Zentimeter gemacht. Muss mal gucken. Ja, so ungefähr 90 ist die Klinge. Dann habe ich eine Schablone gemacht, wo dann nachher, ja, ich weiß ja nicht, ob das noch ein Parier auch nochmal ist. Auf jeden Fall einmal links, einmal rechts. Habe ich auch schon ausgeschnitten. Das wird dann das richtige Parier und dann machen wir den Griff, werden wir rund wickeln und dann halt noch den Knauf dran. Ich habe mich jetzt doch entschlossen, das große Teil zu nehmen. Da habe ich auch schon ein bisschen vorgearbeitet. Habe das wieder ganz normal in Sandwich-Bauweise, also klassische gemacht. Auch schon so ein bisschen vorgeschliffen. Bin dann hingegangen, habe na, wo haben wir? Haben wir irgendwo noch ein Stück? Ja. Hab dann einen 16 mm Rundkernstab genommen, weil das Ding ja relativ lang wird, mit ungefähr so 1,80, 1,90. Damit das quasi nicht federt. Hat den Hintergrund, wenn ich jetzt einen normalen 10×12 nehmen würde, hoffentlich kann man zu sehen, ne? Auf der 1,50 Meter ist er schon ein bisschen am Federn und wenn das noch was länger wird, federt er halt noch mehr. Deshalb habe ich mich, obwohl ich nicht gerne mache, halt für einen 16 mm Rundkernstab entschlossen. Bin dann hingegangen, habe dann 16 mm normal Waffenmatte genommen. Die gibt es ja. Das passt genau. Ja. Und bin dann hingegangen
und habe das dann quasi die Schablone so gemacht, dass ich das dann hier in der Mitte habe. Allerdings bin ich nicht direkt hingegangen und habe die Form genommen, sondern habe quasi das Ganze erstmal so in der Breite gemacht. Das hatte dann so, naja, ich weiß wieder nicht, wo ich hier anfangen soll mit erklären. Ich weiß ja nicht, ob ihr viel oder wenig Ahnung habt. So, und zwar bin ich hingegangen, hatte dann die 16 mm Matte und dann auf beide Seiten 10er. Das ist jetzt hier eine schwarze, das hier sind weiße, aber das ist ja egal. Bin dann hingegangen, habe dann quasi die 16er Matte dann in der Mitte ausgeschnitten, eingeklebt und habe dann die 10er Matten drauf. Dazwischen natürlich Leder, hier kann man das gut sehen, sehr großzügig, weil das ein relativ klopper wird bei der Größe. Da habe ich dann von abgesehen, dass ich 6er nehme, da habe ich dann lieber 2 10er noch genommen. Wird zwar dann ein bisschen breiter, aber ich werde das in der Mitte etwas spitzer machen. Da bin ich auch schon hingegangen, habe dann hier schon mal ein bisschen geschliffen. Habe auf der Seite hier habe ich schon mal so ungefähr grob die Mitte angezeichnet. Da werde ich dann gleich die Klinge dann quasi machen. Die Schablone hier, die brauchen wir erstmal nicht mehr. Das brauchen wir auch erstmal nicht. So. Das wäre dann schon mal soweit fertig. Jetzt gehe ich hin. So, brauchen wir erstmal Cutter. So, und zwar werde ich immer gefragt, auch schon mal, dass die Leute mit den Klingen nicht hinkriegen. Das sieht ja manchmal aus, als wenn du das so reingehackt hast. Also das Wichtigste eigentlich ist schon mal generell, dass ihr eine scharfe Cutterklinge habt. Am besten eine neue oder halt schleifen, ne, wenn ihr Geld sparen wollt. Wenn ihr jetzt gar nicht sicher seid, geht da erstmal hin und schneidet erstmal so ungefähr so eine 45 Grad Phase rein. Ja, so Pi mal Daumen. Weil ihr nehmen könnt, ist ungefähr, da das hier so auflegt. Ja, dann passt das so ungefähr. Ja, oder macht halt von Hand. Ich mache meistens immer so frei Schnauze, kennt mich ja. Aber ich baue ja auch ein bisschen mehr wieder. Ich sag jetzt mal Durchschnitt. So, machen wir mal von beiden Seiten. Ach, das geht hier wieder richtig schön durch wie Butter. Ist jetzt nicht ganz gleichmäßig, aber das ist auch nicht so schlimm. Dürft nur nicht zu viel wegschneiden. So, dann zur Erklärung. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr wisst nicht, wie ihr das vernünftig geschliffen kriegt, dann könnt ihr ja, sagen wir mal hier, ich mache jetzt mal nur so als Beispiel. Macht ihr euch hier so in die Mitte von der mittleren Matte, macht ihr euch eine Linie, so als Hilfslinie quasi. Und dann geht ihr halt hin und tut ein bisschen, also nicht ganz bis in der Mitte, lasst es ruhig ein bisschen dicker, dass so in der Mitte so, ich sag jetzt mal so 2-3 mm stehen bleiben, dass ihr die Kante nicht zu scharf habt. Das ist auch nicht immer gut, wenn das dann zu scharf aussieht. Ja, und dann habt ihr quasi ja hier die Kante schon als Anschlag. Und dann könnt ihr dann hingehen und arbeitet euch so allmählich dran. Weil ihr zum Beispiel auch immer so als Anschlag nehmen könnt, zum Beispiel die Klebekante von den äußeren Matten. Ihr guckt am besten immer da unter die Matte. Hier ist es gerade mal so drunter, ne? Weil das ist mit dem Leder hier, das ist immer so ein bisschen knifflig. Aber dann könnt ihr euch quasi an das Ganze so ein bisschen ranwagen. Allerdings muss ich das gleich noch ein bisschen vom Winkel ändern, weil wir wollen ja diesmal keinen 45 Grad Winkel am Anfang haben, sondern das soll ja bis in die Mitte spitz werden. Deshalb müssen wir da gleich noch ein bisschen was nachmachen. Ich mache jetzt aber schon mal so, dass ich hier über das Leder drüber komme, weil das Ganze dann ein bisschen einfacher macht. Ja. Ihr guckt einfach hier bei der Kante, wo die Klebekante ist, also ungefähr gleichmäßig kommt. Dann geht das eigentlich.
Wie gesagt, am besten ist natürlich eine ganz scharfe Klinge. Ich bin mir auch so ein bisschen leicht am Sägen. Ja, wie ihr seht, ich setze immer so ein bisschen neu an. Am besten ist es natürlich, wenn ihr es so scharf habt, dass ihr das in einem durchziehen könnt. Seht ihr hier habe ich auch so ein bisschen Wall, aber das ist nicht schlimm. Das kann man alles wegschleifen. Also im Endeffekt, selbst wenn ihr nicht so besonders toll im Schneiden seid, den Rest könnt ihr alles mit Schleifen dann wieder hübsch machen. Also das ist gar kein Problem. Wir müssen natürlich schleifen. Ne? Ohne geht es leider nicht. So, das machen wir auf der anderen Seite dann auch. Ja, das müssen wir dann auf der anderen auch noch machen. Da geht er quasi hin, da habe ich dann Maßband genommen und habe dann immer geguckt, wie breit das an der Stelle ist und habe dann immer so einen kleinen Strich gemacht, dass das immer so mittig ist. Ja, nur so als Erklärung. Ja, da würde ich sagen, das machen wir jetzt auf der anderen Seite hier mit der Linien auch noch, ne? Dass wir das dann hier so haben. Und dann tun wir das dann hier auch noch schleifen. Einiges an Schneidarbeit später. Habe ich jetzt so im Groben habe ich jetzt hier abgeschnitten alles. Ja, bin jetzt quasi dreimal drüber gegangen. Einmal die 45, dann noch ein bisschen mehr, dass ich über die Klebekante komme bei den meisten Stellen und dann noch, dass ich mehr zur Mitte komme. Ja, was müssen wir jetzt machen? Sehr, sehr viel schleifen. Vorsicht. Jetzt muss ich wieder viel hin und her. Hoffentlich fängt die Kamera dann nicht wieder an zu flackern. Dafür habe ich dann Schleifklotz und wieder für Hand. Das mache ich wieder nicht mit der Maschine. Da hat man ein bisschen mehr Kontrolle über das Ganze. Ja. Viel Schleiferei später. Habe ich jetzt soweit gut. Ein bisschen muss ich hier noch die Kanten noch ein bisschen abrunden. Das ist dann nachher für das Schlagen angenehmer. Ich lasse hier auch etwas dicker, so 5 mm ungefähr. Das ist bei der Größe, denke ich mal, für die Leute, die damit getroffen werden, auch wesentlich angenehmer. Ja, dann haben wir die Klinge jetzt soweit fertig. Dann gehen wir jetzt hin, wenn das ganze Ding hier mal wieder so irgendwie gucken, dass ich das hier hinkriege, damit man auch was sehen kann. Jetzt werde ich erstmal mit den zwei Teilen hingehen. Das sind dann 16 mm Matten. Das nehmen wir dann, weil das so schön für die Mitte passt. Kommt dann jetzt dann erstmal hier dran. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. Ja, dann müssen wir das Ganze jetzt erstmal ein bisschen trocknen lassen, bevor wir dann mit den Matten hier drüber gehen. So. Aber das sieht schon mal ja nicht schlecht aus. Wie gesagt, die Teile hier, die machen wir am Ende drauf. Also ziemlich zum Ende. Das ist dann können wir besser hier wickeln für den Griff und alles und den Knauf. Das Leder und der Kleber ist jetzt soweit trocken. Das müssen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt habe ich gesehen, dass das hier mit den Stücken ein bisschen zu knapp wird. Jetzt werde ich hier aus noch ein Stück, was ich hier noch an 10er Matte habe, quasi hier die von dem kleinen Parier das noch machen. Wie ihr seht, den Schleifstein, den kann man irgendwie für alles irgendwie benutzen. So. Das Ganze schneide ich ein bisschen großzügiger. Auf jeden Fall an den Dreiecken. Lassen wir das jetzt erstmal ein bisschen trocknen, bevor wir dann weitermachen. Das haben wir jetzt geklebt. Jetzt sollen wir hier noch ein bisschen was drüber schleifen. Das sollte reichen. So, mal schauen. Jetzt machen wir hier noch so ein bisschen. Hier machen wir noch so einen kleinen Ring drum.
Hier machen wir auch ein bisschen breiteren. Dann müssen wir nämlich das Leder zum Wickeln nicht ganz so lange machen. Hinten den Knauf müssen wir noch ein bisschen dicker machen. Da wollen wir gucken, was nehmen wir denn da? Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo. So, dann haben wir das auch schon mal. Und so langsam wird's da. Das schleifen wir dann später noch. So, auf Seite. Jetzt geht das los, Leute. Erstmal noch abwickeln. So. Fangen wir jetzt mal an, das Bleiben dran zu machen. So, Bleiband haben wir hier noch dran. Das reicht. So. Tun wir jetzt noch hier das Ende so ein bisschen mit Heißkleber noch so ein bisschen verkleben. Wir wollen ja nicht, dass das aufgeht. Noch schnell mal ein bisschen Fliegengitter geholt. So, schauen, haben wir hier nicht alles, Leute. Jo. Das Ganze, das soll uns ja auch nicht direkt um die Ohren fliehen. Deshalb werden wir jetzt hier noch ein paar Streifen abschneiden. Ja Leute, ich würde sagen, der grobe Rohling ist fertig. Das Teil ist, glaube ich, jetzt auch erstmal lang genug. Ich hoffe nicht zu lang. Machen wir wieder ein zweites Teil. Im zweiten werden wir noch hier ein bisschen schleifen. Vielleicht machen wir hier die Schrägen noch ein bisschen größer, das weiß ich noch nicht. Vielleicht am Knauf noch was, vielleicht auch noch ein bisschen am Parier. Und mal gucken, ich werde wahrscheinlich hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen Fliegengitter, aber das machen wir dann im nächsten Teil. Oder ich zeige es euch dann nur. Mal gucken, aber das ist jetzt so der grobe Rohling. Ich denke mal, man sieht, worauf es hinausläuft. Das ist schon ein bisschen was für größere Hände hier, das Teil. Ja, aber hier an den kann man gut. Ich glaube, der ist auch lang genug. Muss man messen, wie lang der jetzt ist. Aber ich schätze mal so irgendwas, wie gesagt, so zwischen 1,80 m und 90 m. Wie gesagt, ich habe mich jetzt doch für den großen entschieden. Da würde ich mal sagen, mit dem ersten Teil ist jetzt erstmal Schluss. Der Rohling, der ist ja soweit jetzt fertig, bis auf noch ein bisschen Feinarbeit, dann also hier noch die Kanten brechen, hier noch was schleifen, für den Knauf mal gucken, ob ich mir da noch was einfallen lasse, aber so vom Grundbau, da machen wir dann die Feinarbeiten und die Pinseln und so machen wir dann im zweiten Teil, würde ich sagen, sonst wird das wieder zu lang. Ich hoffe mal, bisher ist alles verständlich. Ist jetzt auch nicht so wild. Entschuldigung, da ich am Anfang das mit dem Kleben vom Kernstab euch nicht so gezeigt habe, aber ich hatte mich dann kurzfristig entschlossen, dann doch das lange Teil mal zu probieren im Keller, ob ich es hinkriege. So wie es aussieht, mit viel Hin- und Hergewurstel geht es ja schon. Ne? Dann hoffe ich mal, dass das ganze Thema euch wieder gefällt. Denkt dran, wenn ihr neu seid oder generell, abonnieren nicht vergessen. Ne? Damit unterstützt ihr mich und den Kanal. Wäre schön, wenn wir dieses Jahr die 1000 knacken. Würde mich echt drüber freuen. Nochmal Dank an alle, die mich schon abonniert haben und auch wieder immer fleißig gucken. Freue ich mich riesig drüber. Dann sehen wir uns am nächsten Wochenende, wenn der Flamberge, wenn wir die fertig machen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns.